Hallo liebe Freunde der analogen Unterhaltung zu einer neuen Folge von Hunter und Kron. Diesmal mit Om Nom Nom. Om Nom Nom, ja. Von Méliès Louis Brain Games. Und wer sich fragt, was ist denn das für ein bescheuerter Titel, dem sei gesagt, dieser Titel ist sozusagen das universelle Wort von allen Lebewesen dieses Planeten, was sie von sich geben, wenn sie essen. Nämlich Om Nom Nom. Es ist leider ein selten dämliches Spiel. Wer schon immer mal ein Spiel haben wollte, das die eigene Brettspielgruppe mehr polarisiert als Escape und Galaxy Trucker und ich weiß nicht was alles noch zusammen, der braucht Om Nom Nom. Hier so ein Spielplan, da ist zum Beispiel oben ein Igel drauf, dann unten drunter ist eine Frosch, unten ist die Fliege. Ganz klar sind Fresshierarchien, ja, zum Beispiel Katze frisst Maus, Maus frisst Käse. Dazu gibt es hier Beutewürfel, eine ganze Menge. Die werden am Anfang der Partie einfach alle gewürfelt und auf die entsprechenden Felder verteilt. Und die zeigen alle Beute, die gefressen werden kann, wobei natürlich die Beute, die hier ganz unten liegt, an die ist es ja am schwierigsten ranzukommen, ist jeweils 2 Punkte wert und so ein Frosch hier wäre jeweils 1 Punkt wert. Und ich versuche natürlich, so viel Beute wie möglich zu machen. Wie mache ich das? Jeder Spieler hat hier so einen identischen Satz Karten, wo eben die einzelnen Tiere drauf sind. Da wählt man eine Karte aus, legt sie verdeckt hin, dann decken alle ihre Karte auf und dann guckt man, welches Tier Beute macht und welches Tier von anderen Tieren gefressen wird. Jetzt mal angenommen, hier unten liegt ganz viel Käse. Dann denke ich mir natürlich, klar, ich könnte eine Maus spielen, aber Kron wird wahrscheinlich eine Katze spielen. Ja, Psychologie. Steigt ein in die Köpfe eurer Mitspieler. Überlegt, wie sie denken, was sie tun und ihr seht es ihnen an, was für Tiere sie spielen. Weil aber Kron denkt, dass ich denke, dass ich keine Maus spielen werde, kann ich natürlich trotzdem eine Maus spielen. Und dann müsst ihr nur noch eine Ecke weiterdenken und mit dem entsprechenden Tier kontern. Weil aber Kron denkt, dass ich denke, dass er denkt, dass ich denke, dass ich eben keine Maus spielen kann, könnte ich eben, ja, wieder eine Maus spielen. Denke ich aber wieder, weil Hunter denkt, dass ich eine Maus und eine Katze eine Maus, ich spiele halt die Maus. Weil er denkt, weil ich denke, weil er denkt, weil ich denke, weil er denkt, weil ich denke, dass ich keine Maus spiele, spiele ich natürlich trotzdem eine Maus. Und wisst ihr, was dann passiert? Und ganz am Ende spiele ich einfach die Katze und fresse Hunters Maus. Egal was ich mache, egal über welche Ecke ich irgendwie rumdenke. Es ist Psychologie und Taktik auf einem ganz hohen Niveau. Am Ende werde ich irgendwie immer gefressen. Weil manche nämlich denken, es gäbe gar keine Taktik in Psychologie. Und genau das nutzt man schamlos zu seinem Vorteil aus und denkt einfach immer um eine Ecke weiter als alle anderen am Tisch und gewinnt jede Runde Om Nom Nom. Deswegen kann ich euch nur sagen, Hände weg von Om Nom Nom, weil es treibt einen einfach in den Wahnsinn. Und wenn ihr artig gewesen seid, ne, ja genau, dann findet ihr vielleicht in eurem Nikolausstiefel dieses wunderschöne, kurzweilige Om Nom Nom. Ja, und wenn ihr ganz unartig wart und eure Spiele nicht brav gespielt habt, dann kommt Knecht Ruprecht und zwingt euch einen Tag Om Nom Nom zu spielen. Das ist ungefähr das Schlimmste, was ich mir gerade vorstelle. Also wie man es auch dreht und wendet, man kommt um Om Nom Nom scheinbar einfach nicht herum. Om Nom Nom, ich sag's euch wieder, und wir sehen uns beim nächsten Mal an gleicher Stelle mit hoffentlich einem Spiel, was mich nicht so quält. Om Nom Nom 2. Om Nom Nom. Bis dann. Ciao.